Was kann einen Menschen dazu bringen, ein so schreckliches Verbrechen wie eine Kindesentführung zu begehen? Wie lässt sich erklären, dass ein 12-jähriges Mädchen brutal angegriffen wird? Heute sprechen wir über eine Geschichte, die ganz Russland schockiert hat. Im Sommer 2021 verschwand eine 12-jährige Schülerin, die mit dem Fahrrad unterwegs war und nicht nach Hause zurückkehrte. Anja wurde Opfer eines Verrückten. Er steckte sie in einen Sack, brachte sie zu sich nach Hause und kettete sie an. Was hat ihn dazu getrieben und was ist mit ihr passiert? Die Eltern waren sehr besorgt und meldeten den Vorfall der Polizei. Daraufhin wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet, an der auch der Entführer selbst teilnahm. Er wusste genau, wo sich das Mädchen befand und hielt sie im Keller seines Hauses gefangen. Selbst nach Jahren in diesem Bereich lösen solche Geschichten immer noch Entsetzen in mir aus. Ich bin dankbar für jeden Like und jeden Kommentar, der dazu beiträgt, dieses Video zu verbreiten. Am 31. Juli 2021 wurde in einem kleinen Dorf im Bezirk Biysk das Verschwinden der Schülerin Anja gemeldet. Das Mädchen war mit dem Fahrrad in dem Dorf unterwegs, in dem ihre Familie ein Ferienhaus hatte, aber weder am Abend noch in der Nacht kehrte sie zurück. Die Eltern meldeten sie bei der Polizei und nicht nur Verwandte und Strafverfolgungsbehörden, sondern auch Anwohner beteiligten sich an der Suche. Sie schlossen sich mit großem Enthusiasmus zusammen, um ihr Unglück zu lindern. Maloenisejski ist von dichten Wäldern umgeben und in der Nähe fließt ein Fluss. Während der Suche wurden verschiedene Versionen in Betracht gezogen. Sie habe sich im Wald verirrt oder sei ertrunken. Es wurden regelmäßig Fundstücke entdeckt, die darauf hindeuteten, dass das Mädchen tatsächlich ertrunken sein könnte. So wurden am Ufer ein Telefon und Kleidung gefunden und unweit davon lag ein Fahrrad. Erst später stellte sich heraus, dass diese Gegenstände von ihrem Entführer dort abgelegt worden waren. Es handelte sich um den 40-jährigen Oleg Lavkin, der zurückgezogen lebte und nur Kontakt zu seiner Mutter und seiner Tochter hatte. Er grüßte die Nachbarn selten, war mürrisch und wechselte, wenn überhaupt, nur ein paar Worte mit ihnen, und zwar nur über die Arbeit. Lavkin sammelte Altmetall und verkaufte es weiter. Im Hof seines Hauses lagen Berge von unnötigem Gerümpel. Ein kaputtes Fahrrad, ein Kühlschrank, verschiedene Kabel und Metallteile. Das Haus selbst glich einer uneinnehmbaren Festung. Auf der einen Seite wuchs Unkraut bis zu den Fenstern, auf der anderen Seite standen Zäune, die aus allem Möglichen zusammengezimmert waren. Auch von seinen Nachbarn hatte sich Lavkin mit einer eisernen Mauer abgeschirmt und war strikt dagegen, dass Fremde sein Grundstück betraten. In solchen Momenten, wie die Anwohner erzählten, begann er zu schreien, dass dies sein Privatgrundstück sei und niemand das Recht habe, es zu betreten. Diese Emotionalität lässt sich erklären. Lavkin hatte etwas zu verbergen. Wie seine Nachbarin später erzählte, hatte er einige Jahre vor der Entführung einen Keller auf dem Grundstück seines eigenen Hauses gegraben. Genau in diesem Keller hielt er später ein minderjähriges Mädchen in Ketten gefangen. Er war ein echter Einsiedler, der mit niemandem Kontakt hatte. Wenn man ihn grüßte, antwortete er nicht. Er hatte nicht nur hohe Mauern zwischen sich und seiner Umgebung errichtet, sondern auch um sein Haus herum. Von welcher Seite man seine Hütte auch betrachtete, überall war Eisen zu sehen. Und wer weiß, was sich in dieser Festung abspielte. Lavkins Haus sieht eher wie eine Ruine aus. Es ist schwer zu glauben, dass hier noch jemand lebt. Halb vernagelte Fenster, hohes Unkraut, moosbewachsener Schiefer auf dem Dach. Im Hof sieht es nicht besser aus. Hinter dem Haus befindet sich ein recht großer Gemüsegarten und direkt hinter den Beeten beginnt der Wald. Ehrlich gesagt wird es einem schon beim ersten Anblick dieser Behausung unheimlich. Zunächst ging die Polizei davon aus, dass der Entführer sein Opfer einen Monat lang beobachtet hatte, bevor er zuschlug. Aber für diese Version gab es keine direkten Beweise. Später erklärte Lavkin, er habe das Mädchen spontan angegriffen. Bei seiner ersten Vernehmung sagte der Täter jedoch, dass er das Mädchen oft gesehen habe, sich aber nicht getraut habe, etwas zu tun. In der Sauna grub er ein etwa 2 Meter tiefes Loch, angeblich um Eingemachtes aufzubewahren, was unlogisch war, da er dafür einen Keller im Haus hatte, berichtete der leitende Ermittler. Der Täter drohte dem Mädchen mit Gewalt, falls sie versuchen sollte zu fliehen. Er neigte zu Sadismus. Indem er ein wehrloses Kind zwang, sich ihm zu unterwerfen, befriedigte er seine sexuellen Bedürfnisse, hatte jedoch nicht die Absicht, seine Gefangene zu töten. Der Entführer wollte sie als Sexsklavin halten. Das Mädchen weckte sein Interesse durch ihren starken Charakter. Sie weinte nicht, schrie nicht um Hilfe.
befolgte alle seine Anweisungen. Nach und nach versuchte Lufkin ohne aktive Aggression sie für sich zu gewinnen, um später sexuelle Straftaten an ihr zu begehen. Er erzählte dem Mädchen viel aus seinem Leben. Er ist ein ziemlich belesener Mann, der lange Zeit in Moskau gelebt hat, berichtet der Ermittler. Oleg Lufkin war verheiratet und hat eine Tochter, aber aufgrund ständiger Dienstreisen zerbrach die Familie. Ich habe keine besonders positiven Momente in meinem Familienleben erlebt. Wir haben uns einvernehmlich scheiden lassen. Für das Kind haben wir dann den Anschein einer Familie gewahrt, bis es erwachsen wurde. Ich habe immer versucht, ihr von meinen Reisen Geschenke mitzubringen, erzählte der Verbrecher mit besonderer Herzlichkeit von seiner Tochter. Lufkin war nicht allein in seinem Haus. Seit ein paar Jahren lebte seine erwachsene Tochter bei ihm. Das Mädchen wusste von Anfang an von der Gefangenen in der Sauna, erzählte aber nichts davon den Strafverfolgungsbehörden, weil sie Angst hatte, dass ihr sadistischer Vater ihr oder dem Kind etwas antun würde. Nach der ersten Nacht brachte Lufkin das Mädchen aus der Dampfsauna in den Keller des Hauses, der sich in der hintersten Ecke befand. Der Entführer war der Meinung, dass sie dort schwerer zu finden sein würde. Dort verübte er an dem Kind Taten, die später als sexuelle Handlungen eingestuft wurden. Lufkins Tochter war zu diesem Zeitpunkt zu Hause. Er ging zu ihr, gestand ihr, dass er das Mädchen entführt hatte, erzählte ihr, dass es sich im Keller befand und bat seine Tochter darauf zu achten, dass die Geisel nicht schrie und nicht floh. Irina flehte ihren Vater an, das Kind freizulassen, aber er lehnte dies kategorisch ab und drohte, sich und das Mädchen umzubringen, wenn sie jemandem von dem Vorfall erzählte. Irina war verängstigt. Sie weinte, aber aus Angst unternahm sie nichts. Lufkin verwischte die Spuren und kehrte nach Hause zurück. Er bat seine Tochter, etwas zu essen für das Mädchen zuzubereiten. Sie briet Spiegeleier und schenkte Limonade ein. Danach sperrte Lufkin die Schülerin wieder in den Keller und fuhr zu seiner Mutter. Als er zur Bank fuhr, sagte der Verbrecher, dass er 2 Stunden weg sein würde. Er wollte in die Region Altai fahren, um zu sehen, ob es dort Zedernzapfen gibt. Ja, das klingt beängstigend. Ich habe sie an einer Kette gehalten. In Wirklichkeit war alles viel milder. Ich habe mich dem Mädchen gegenüber menschlich verhalten, ihr zu essen gegeben und sie nicht lange festgehalten. Ich habe mit mir selbst gekämpft. Wir haben viel geredet. Sie hat mir Vorwürfe gemacht, ich hätte eine moralische Grenze überschritten. Ein kluges Mädchen. Ich sagte ihr, dass ich sie nicht gehen lassen könne, weil mein Leben dann ruiniert wäre und ich ins Gefängnis käme. Sie versprach, niemandem etwas zu sagen, aber wir wussten beide, dass das nicht stimmen würde, rechtfertigt sich der Verurteilte. Aber Lufkin verbrachte die Nacht mit der Schülerin im Keller seines Hauses. Er legte dort sorgfältig Matratzen und Sofabezüge aus. Am nächsten Morgen ging Irina mit ihrem Freund und ihrer Freundin zum Fluss und der Entführer blieb mit seinem Opfer allein. Am Tag ihres Verschwindens fuhr das Mädchen mit dem Fahrrad auf einer Landstraße. In diesem Moment kam der verrückte Oleg Lufkin auf einem roten Moped vorbei. Er stieß das Kind vom Fahrrad, fesselte es, steckte es in einen Sack und lud es auf sein Fahrzeug. Danach brachte er sein Opfer zu sich nach Hause, kettete es im Keller an und schloss es ein. Er drohte seinem Opfer mit Gewalt, sollte es versuchen zu fliehen. Natürlich hatte das Mädchen Angst. Warum der Verbrecher das Mädchen brauchte, war zunächst unklar. Viele erinnerten sich zunächst an den Fall des Skopina-Serienmörders, der im Jahr 2002 Mädchen im Alter von 14 und 17 Jahren entführt und fast 4 Jahre lang in seinem Keller zu sexuellen Handlungen gezwungen hatte. Nach der Entführung schloss sich Lufkin der Suche nach dem Mädchen an und legte ihre persönlichen Gegenstände dort ab, um eine Ertränkung vorzutäuschen. Als das Fahrrad der Vermissten gefunden wurde, an dem Farbe von einem Motorblock klebte, ging die Polizei sofort zu Oleg nach Hause. Ich habe erwartet, dass die Polizei mit einer Durchsuchung kommt. Anja und ich haben uns unter dem Boden versteckt. Das Mädchen schrie nicht, erinnert sich der Verurteilte an die Ereignisse dieses schrecklichen Tages. Der Täter behauptete außerdem, er habe die Schülerin nicht missbraucht. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass er während der Zeit, in der er mit dem Mädchen in dem engen Raum war, sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen hatte. Von diesem Moment an lief nichts mehr nach seinem Plan. Er bekam große Angst und geriet in Panik, weil er befürchtete, gefasst zu werden. Deshalb beschloss er in der Nacht zum 2. August, das Mädchen freizulassen und selbst zu fliehen. In der Zwischenzeit gelangte das Kind wohlbehalten zu seinen Eltern und erzählte ihnen, wo es die ganze Zeit gewesen war. Der Mann wurde zur Fahndung ausgeschrieben, ein Steckbrief wurde erstellt.
Hier sind die Merkmale, nach denen er gesucht wurde. Aussehen: 35 bis 45 Jahre alt. Größe: 170 bis 175 Zentimeter. Haare: dunkelblond, kurz, schlank, Brillenträger. Er trug einen grünen Tarnanzug, eine Jacke mit Kapuze und Moskitonetz sowie blaue Schuhe. Er hatte einen khakifarbenen Rucksack dabei. Wie festgestellt wurde, war der Mann vorbestraft. Oleg Igorewitsch Lawkin wurde 1981 im Dorf Maloyenizejskoje geboren. Nach Aussagen von Bekannten war er als Kind ruhig, nicht aggressiv und hatte durchschnittliche Schulnoten. Die Streitigkeiten seiner Eltern hatten jedoch starken Einfluss auf ihn. Der Junge wuchs in einer vollständigen Familie auf, aber die Erwachsenen tranken viel und stritten sich häufig. Der kleine Oleg wollte in solchen Momenten immer von zu Hause weg. Er war nicht das einzige Kind in der Familie. Lawkin hat einen älteren Bruder. Als der Junge 16 Jahre alt wurde, verließ sein Vater die Familie. Die Mutter blieb allein zurück, um ihren jüngeren Sohn großzuziehen. Nach einer medizinischen Untersuchung ging Oleg später zur Armee. Nach seiner Demobilisierung beschloss er, sein Leben in Moskau fortzusetzen, wo er für lange 11 Jahre blieb. Dort konnte er jedoch nicht Fuß fassen. Die Miete, Lebensmittel und andere Ausgaben, die Oleg nicht bewältigen konnte, zwangen den Mann, zu seiner Mutter zurückzuziehen. Während seiner Jahre in der Hauptstadt schaffte es der zukünftige Verrückte jedoch zu heiraten und ein Kind zu zeugen. Nach seiner Rückkehr in sein Heimatdorf konnte Lawkin keine normale Arbeit finden und wurde später wegen des Handels mit verbotenen Substanzen zu einer kurzen Haftstrafe verurteilt. Offiziell arbeitete Oleg nirgendwo. Erst nach seiner Haftstrafe beschloss er, sich selbstständig zu machen, Metall zu sammeln und zu verkaufen. Das brachte zwar nicht viel Geld ein, aber es reichte für Lebensmittel, und ein Dach über dem Kopf hatte er ohnehin. Aus welchem Grund ist nicht bekannt, aber mit der Zeit zog Olegs Tochter zu ihm. Auf den ersten Blick sieht Lawkins Mutter sogar älter als 65 aus. Sie ist eine aktive Frau, die in ihrem Alter noch Auto fährt, einen großen Gemüsegarten bewirtschaftet und nicht nur ihre Enkelin, die Tochter des Angeklagten, sondern auch ihn selbst versorgt. Im Dorf kennt man sie sehr gut, und niemand hat jemals etwas Schlechtes über sie gesagt. Eine ältere Frau aus dem Dorf erzählte, dass sie nicht nur ihre eigenen Kinder großgezogen, sondern auch fremde Kinder aufgenommen habe. Es ist schwer vorstellbar, was jetzt in ihrem Mutterherz vorgeht. Am Ort der Suche nach dem vermissten Mädchen befanden sich sehr viele Menschen, mindestens 150 Vertreter der Behörden. Es gab Spezialeinheiten, Taucher und Hundeführer, die kamen und gingen. Die lokale Bevölkerung zählte etwa 200 Menschen. Die Tatsache, dass so viele Menschen dorthin gekommen waren und dass diese Suche einen hohen Stellenwert erlangte und einer der Gründe war, warum der Täter das Kind freiließ, hat ihn grob gesagt durch das Ausmaß der gesamten Aktion erschreckt. Er begriff, dass er sich nicht lange verstecken konnte. Lawkin, der zuvor oft in den dichten Wald gegangen war, um Heilkräuter und Zapfen zu sammeln, floh auf Umwegen in die benachbarte Region Altai. Fast 2 Wochen lang gelang es ihm, sich vor den Strafverfolgungsbehörden zu verstecken. Er war sehr wachsam und hielt sich von bewohnten Orten fern. Aber eines Tages beschloss er, im Fluss zu baden, wo er von lokalen Fischern entdeckt wurde. Die aktive Fahndung dauerte mehr als 10 Tage. Aufmerksame Einwohner meldeten der Polizei, dass in der Ortschaft Kurota im Bezirk Ongudai in der Nähe des Flusses ein Mann gesehen worden sei, der Oleg Lawkin ähnlich sehe. Er wurde in einem Lebensmittelgeschäft gesehen. Er war geschwächt, hungrig, ging in den Laden, um sich etwas zu essen zu kaufen, und verriet sich damit. Die Wachsamkeit der Anwohner trug zu seiner Festnahme bei, sagte der Ermittler. Als der Verdächtige von der Polizei festgenommen wurde, gab sich der Entführer Oleg Lawkin mit einem falschen Namen aus und sagte, er sei angeblich zum Nüsse-Sammeln in die Region gekommen. Aber das Foto aus der Fahndungsmeldung entlarvte ihn. Übrigens fand man in Lawkins Habseligkeiten auch seinen Pass. Damit gab es keinen Zweifel mehr an der Identität des Mannes. Seit seiner Festnahme befand sich der Angeklagte in Untersuchungshaft. Bei seiner ersten Vernehmung gestand er seine Schuld und kooperierte mit den Ermittlern. Im Laufe der strafrechtlichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann zuvor ein minderjähriges Mädchen verführt hatte, die unter der Obhut seiner Mutter stand. Im Jahr 2018 nahm die Mutter des Angeklagten die Teenagerin auf, die ohne Eltern geblieben war. Zunächst unterhielten sich der Mann und das Mädchen nur. Dann begann er, sie zu belästigen
und drehte pornografische Videos mit ihr, die er später im Internet veröffentlichte. Damit verdiente er etwa 6.000 Rubel. Nach Angaben des Mannes gab er fast den gesamten Betrag an das Mädchen weiter und behielt nur einen kleinen Prozentsatz für sich. Im Jahr 2020, als die Jugendliche 18 Jahre alt wurde, fesselte er sie und missbrauchte sie. Bei der Untersuchung wurde die Diagnose nicht bestätigt, aber eine Neigung zu Sadismus festgestellt. Nachdem sie genügend Beweise gesammelt hatten, leiteten die Ermittler den Fall im September 2022 an das Gericht weiter. Wie die Pressestelle der Staatsanwaltschaft der Region Altai mitteilte, fanden bereits Gerichtsverhandlungen in dem Fall statt. Diese fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, da es sich um ein minderjähriges Mädchen handelte. Details der Gerichtsverhandlungen wurden fast nicht veröffentlicht. Am 29. September wurde in der Region Altai das Urteil gegen den Entführer der Schülerin Oleg Lavkin gefällt. Für die Entführung des 12-jährigen Mädchens, Morddrohungen und sexuelle Gewalt gegen ein weiteres Opfer wurde er zu 20 Jahren Haft in einem streng bewachten Gefängnis verurteilt. Ein Jahr nach der Urteilsverkündung kamen Journalisten ins Gefängnis, um den Verbrecher zu interviewen. In dieser Zeit war er stark gealtert und abgemagert. Das Leben in der Strafkolonie und die Schwere seiner Tat hatten ihren Tribut gefordert. »Meine Tochter spricht nicht mit mir«, berichtete der Verurteilte. »Wegen all dieser Ereignisse, des Medienrummels und der allgemeinen Verurteilung meiner Tat hat meine Tochter gelitten. Im Dorf haben alle mit dem Finger auf sie gezeigt. Sie musste wegziehen. Ihr Freund hat sie verlassen und gesagt, dass er sie nicht mehr will. Meine Tochter war dann bei einem Psychologen. Jetzt hat sie ein anderes Leben und einen anderen Freund.« »Vermissen Sie Ihre Tochter?« fragte der Journalist. »Ja, ich hatte ein gutes Verhältnis zu meiner Tochter, es war mir wichtig. Aber es ist nun einmal so, dass dieses Verhältnis nicht mehr besteht. Ich habe sie angerufen, aber wir konnten nicht miteinander reden. Ich habe nur Kontakt zu ihrer Mutter. 4-mal im Monat darf ich anrufen. Ich rufe an, wir schreiben uns Briefe. Es gibt kurze Besuche, aus der Isolationshaft kommen längere. Vielleicht kommt sie im Sommer. Wir reden hauptsächlich über Gott, Liebe, Reue. Über das, was passiert ist, sprechen wir nicht. Es ist schon schlimm genug, dass nicht nur die Familie der Opfer, sondern auch unsere Familie so ein Unglück erlebt hat.« Der Täter erzählte, dass er in Moskau im Sicherheitsdienst gearbeitet und verschiedene Religionen studiert habe. Mit fast 40 kehrte er in die Region Altai zurück, begann in den Bergen zu wandern, traf sich mit Bewohnern von Ökodörfern und begann dann mit dem Modellbau. Er entwickelte Spiele und studierte jedes Projekt gründlich. Über seine Kindheit erzählte der Wahnsinnige den Journalisten nur wenig. Er hatte keine besonderen Freunde, das Dorf war klein. Fast 2 Jahre lang grub er einen Keller in seinem Haus, aber nach eigenen Angaben nicht für diesen Zweck, was viele nicht glauben. Was hat Oleg Lavkin dazu getrieben, jungen Mädchen so viel Leid zuzufügen? Was war das Hauptmotiv für die Verbrechen? Es ist bekannt, dass er dem Opfer von einem großartigen Projekt erzählte und seiner Tochter gegenüber den Wunsch äußerte, mit dem entführten Mädchen eine neue Welt zu schaffen und sie großzuziehen. Auf eine ähnliche Frage eines Journalisten gab er jedoch keine direkte Antwort. Es gab ein bestimmtes Ziel, verstehen Sie. Wenn ich anfange zu reden, wird das zu neuen Artikeln und einer längeren Haftstrafe führen. Dann komme ich nie mehr hier raus. In 20 Jahren bin ich frei. Dann erzähle ich vielleicht, sagte der Verurteilte mit einem spöttischen Lächeln. Der Verbrecher beschrieb auch die ersten Stunden nach der Entführung der 12-jährigen Ania. Als ich sie in den Sack steckte, blieben ihr Fahrrad und ihr Handy zurück. Ich sagte zu dem Mädchen, »Mist, da liegen Beweise, die muss ich schnell wegschaffen. Ich hatte keinen vorbereiteten Raum, damit sie nicht fliehen konnte. Das Einzige, was ich zur Hand hatte, um sie festzuhalten, war eine Kette. Ich bat sie, ein paar Stunden zu warten, während ich die Beweise beseitigte. Ich gab ihr warme Decken, damit sie nicht frieren musste, und fuhr los. Das Mädchen befand sich in einem gewöhnlichen Keller. Es war kein spezieller Keller eines Verrückten mit Videoüberwachung und so weiter. So versuchte der Verurteilte seine Gräueltaten zu erklären. Es ist erschreckend, dass solche Menschen auf freiem Fuß sein können. Glauben Sie, dass ein Verbrecher sich in 20 Jahren im Gefängnis ändern kann? Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.